Ja, hallo, liebe Analytics Community, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen uns heute eine weitere Funktion aus dem Baukasten der dynamischen Funktionen an, die sogenannte Filterfunktion. Ihr alle werdet den Autofilter kennen, mit dem ihr manuell große Datenmengen leistungsfähig nach verschiedenen Kriterien filtern könnt. Mit der Filterfunktion haben wir jetzt die Möglichkeit, die Filterung in unser Modell, in eine Modellierung mit einzubinden und direkt auf die Ergebnisse dieser Funktion zuzugreifen. Ja, stellen wir einmal die Filterfunktion dem statischen Autofilter gegenüber. So fällt zunächst auf, die Filterfunktion setzt in der Regel auf einem dynamischen Tabellenobjekt auf und das bedeutet, sollte sich der Inhalt der zugrunde liegenden Tabelle ändern, beispielsweise werden Monatsdaten an die Ursprungstabelle angehängt, so würden auch in den Ergebnissen diese Änderungen automatisch reflektiert werden. Das ist die Dynamik der Filterfunktion. Ja, die Filterfunktion ist Teil eines Modells und keine rein manuelle Ansicht wie der Autofilter. Insofern sind konsistente Ergebnisse für alle Nutzer gegeben. Die Ergebnisse der Filterfunktion können zum Beispiel in Formeln weiterverarbeitet werden oder aber Diagramme können direkt auf dem dynamischen Ergebnisbereich aufgesetzt werden. Wichtig, die Filterfunktion erlaubt es, Mehrfachkriterien, das heißt und sowie oder Bedingungen direkt in der Formel zu definieren. Das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Autofilterfunktion, in der nur Und-Verknüpfungen möglich sind. Ja, schauen wir uns die Definition der Filterfunktion an. Der Aufbau ist relativ simpel. Nach der Definition des Funktionsnamens Filter definieren wir in runden Klammern zunächst die zugrunde liegende Tabelle, auf die die Filterkriterien angewendet werden sollen, sprich den Array. Danach definieren wir die Filterkriterien und an letzter Position haben wir wiederum ein optionales Error Handling, die Definition beispielsweise eines Textbausteins, der ausgegeben wird, falls kein Treffer gefiltert werden wird. Nun müssen wir noch verstehen, wie wir multiple Bedingungen innerhalb der Filterfunktion miteinander verknüpfen. Da wir bei Anwendung der Filterfunktion ganze Spalten miteinander kombinieren bzw. ein Argument immer auf gesamte Vektoren anwenden, müssen wir hier auch mit Mengenoperatoren arbeiten. Das heißt, wir verbinden für eine Und-Verknüpfungen zwei Argumente mit dem Multiplikationssymbol, sprich dem Stern. Für eine Oder-Verknüpfung würden wir entsprechend das Additionssymbol bzw. das Pluszeichen verwenden. Ja, die Filterfunktion arbeitet mit ganzen Spalten bzw. Vektoren. Das heißt, die Bedingungen werden spaltenweise überprüft. Das ist der Grund, warum wir nicht die AND- bzw. OR-Funktion zur Überprüfung heranziehen können, weil sie geben genau ein Ergebnis, nämlich wahr oder falsch, zurück und arbeiten nicht auf Arrays und Mengen, sondern nur auf einzelnen Zellinhalten oder Bedingungen. Schauen wir uns unten die Wahrheitswerttabelle einfach kurz an. Wir haben 4 Fälle,
die wir entweder multiplizieren oder addieren können. Bei der Ausmultiplikation der 4 Fälle haben wir nur dann im Ergebnis den Wahrheitswert true, wenn beide Bedingungen entsprechend erfüllt sind. Das ist genau das, was wir bei einer Und-Verknüpfung suchen. Bei der Oder-Verknüpfung ist es genau umgekehrt. Wenn wir die einzelnen Wahrheitswerte addieren, dann ist nur die Konstellation, in der beide Bedingungen falsch sind, auch im Ergebnis null oder falsch und in allen anderen Fällen wahr. Das ist also die Oder-Verknüpfung. Ja, wechseln wir nun auf das Excel-Tabellenblatt und schauen uns ein Beispiel für die Definition einer Filterfunktion an. Sehen wir uns zunächst die Bausteine hier auf dem Arbeitsblatt an. Wir haben zunächst die Ausgangstabelle, die TBL SKU. Sobald wir in die Namebox klicken, diese Tabelle auswählen, werden alle Datensätze dieser Basistabelle ausgewählt. Im mittleren Teil sehen wir dann die Definition der einzelnen Bedingungen, die wir auf die Rohdaten wirken lassen wollen. Zum einen haben wir die Definition eines Umsatzschwellwertes, das heißt, wir filtern all die Datensätze, die über einem gewissen Schwellwert. Und zum zweiten haben wir die Filterung nach Kategorie. Hier sind dem Nutzer mittels Dropdown-Menü in einer Liste mehrere Optionen zur Auswahl vorgegeben, nämlich die beiden Kategorien Salty und Sweet, aber auch die Möglichkeit, den Textbaustein All auszuwählen. Sollte dieser ausgewählt werden, würde keine Filterung vorgenommen werden, sondern alle Kategorien betrachtet werden und damit nur eine Filterung nach der ersten Bedingung erfolgt. Ja, neben der Definition der Bedingungen haben wir hier rechts dann den sogenannten Ausgabebereich der Funktion. Wir würden die Funktion in die Zelle K4 schreiben und sobald wir die Filterfunktion mit den entsprechenden Parametern eintragen, würde mir der antizipierte Ausgabebereich wie bei allen dynamischen Formeln mit einem blauen Rahmen angezeigt werden. Gehen wir also in die Definition der Funktion. Wir starten mit Gleichheitszeichen und dem Funktionsnamen Filter, öffnen die runde Klammer und wählen dann zunächst einmal die Basistabelle aus, auf die die Filterung angelegt sein soll. Das ist in dem Falle TBL SKU. Und dann fügen wir die Filterkriterien als zweiten Baustein hinzu. Wir haben es mit zwei Filterbedingungen zu tun. Die erste Filterbedingung ist die Filterung nach Umsatzschwellwert. Das heißt, wie gerade angesprochen, nehmen wir Bezug auf die Spalte Revenue und sofern hier die Elemente größer sind, als der in Zelle I4 eingetragen wird, wird diese Bedingung wahr werden. Über das Multiplikationssymbol, den Stern, verbinden wir mit der zweiten Bedingung, nämlich der Abfrage nach Kategorie. Wenn nämlich der Wert in der Zelle I5 übereinstimmt mit dem Element der Spalte Kategorie, haben wir einen Treffer. In dem Fall würde entsprechend das Listenelement ausgegeben werden, sofern eben auch der Umsatzschwellwert eingehalten wurde. Die Überprüfung der Kategorie verbinden wir nun mit dem All-Eintrag in die Zelle I5 über einen Oder-Operator, in dem Falle dem Pluszeichen. Das heißt, immer dann, wenn All in der Zelle I5 ausgewählt ist, würde der zweite Teil der Gesamtbedingung wahr werden und somit bewirken, dass nur der Umsatzschwellwert entscheidend ist für das Gesamtergebnis. Der letzte Teil der Filterfunktion ist unser Error Handling, wo wir in dem Falle das
unsere Filterkombination kein Ergebnis liefern würde, den Text NA zurückgeben würde. Ja, schauen wir uns nun noch an, wie man auf den dynamischen Bereich der Filterfunktion mit einer weiteren Formel zugreifen könnte. Schauen wir uns die Funktion in der Zelle N2 an. Wir haben es hier mit einer sogenannten Aggregate-Funktion zu tun. Diese führt eine Rechenoperation auf einem Bereich aus. Die Rechenoperation selbst ist determiniert durch eine Ziffer an erster Stelle der Parametrisierung und 9 bedeutet an der Stelle die Summe. Die zweite Stelle der Parametrisierung gibt an, dass die Summe auch dann gebildet wird, wenn beispielsweise Fehler in der Spalte vorliegen würden oder Zeilen ausgeblendet wurden. Mit der Funktion Index greifen wir auf den dynamischen Ausgabebereich direkt zu. Wir tun dies, indem wir die Zelle links oben in den dynamischen Ausgabebereich ansteuern. Das ist in dem Falle die Zelle K4, also die Zelle, in der wir die Filterfunktion eingetragen haben. Wir adressieren zusätzlich zu dem Zellbezug K4 mit Hilfe eines sogenannten Hash oder Doppelkreuzes, also K4 Hash. Das bedeutet, dass wir auf den gesamten dynamischen Bereich zugreifen. Und zwar auf die vierte Spalte des Bereiches, nämlich die Revenue-Spalte. Und so können wir mit der Funktion immer dynamisch die Summe bilden, je nachdem, was für Eingabeparameter wählt. Ja, lasst uns kurz zusammenfassen und ein Resümee ziehen. Wir klicken in den Ausgabebereich der dynamischen Filterfunktion und sehen den blauen Rahmen, der diese dynamische Ausgabe umgibt. Sobald wir irgendwo in den Ausgabebereich klicken, wird die Filterfunktion im Formeldefinitionsbereich leicht ausgegraut angezeigt. Nur wenn wir die Zelle aktivieren, in dem Fall die Zelle K4, in die wir die Formel auch eingetragen haben, dann wird sie in schwarz bzw. farbig angezeigt, denn nur in der Zelle, in der wir die dynamische Formel eingetragen haben, können wir sie auch editieren. Schauen wir uns an, was wir erreicht haben. Lass uns die Inputs entsprechend beispielhaft variieren. So können wir den Schwellwert auf 10.000 absenken und würden sehen, dass sich die Ergebnisliste entsprechend verkürzt. Ebenso könnten wir jetzt die Kategorie wählen auf Salty bzw. Sweet und würden entsprechend auch hier sehen, dass die Filterung greift. All würde wieder alle Elemente anzeigen, für die nur der Schwellwert 10.000 greifen wird. Stellen wir die Schwellwerte auf 20.000 und die Kategorieauswahl auf Salty, so sehen wir 4 Elemente in der Ausgabe, können auch hier den Wert für die Summe entsprechend überprüfen mit 88.483. Insofern hat sich auch unsere Aggregate-Funktion automatisch aktualisiert. Ja, damit sind wir am Ende dieses Beitrags zur dynamischen Filterfunktion. Ich hoffe, ihr habt viel Insight für eure eigene Arbeit und in euer Unternehmen mitnehmen können. Liked doch gerne das Video, wenn es euch gefallen hat, oder abonniert unseren Kanal. Dann könnt ihr auch bei zukünftigen Videos immer ganz schnell auf unsere Inhalte zugreifen. Wann immer ihr andere Hilfe im Bereich Analytics oder Training braucht, dann lasst uns doch gerne eine E-Mail und kontaktiert uns unter den angegebenen Kontaktdaten. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Managtopia in